ab Contao 4.10 werden jetzt auch Einstellungen, die über die config.yaml überschrieben werden, hier nicht mehr editierbar sein. Und was das Ganze ist und wie das Ganze funktioniert, möchte ich dir ganz kurz in diesem Video zeigen. Nehmen wir an, du hast hier jetzt im Backend die Einstellung des Systemadministrators und du hast das Datum und zum Beispiel diese Dateigröße. Das heißt, diese Informationen werden jetzt hier in unserer Local Config und zwar unter System Config Local Config gespeichert. Und wenn ich jetzt hier diese Einstellung habe, dann kann ich diese auch in meiner Config.yaml speichern und zwar in diesem Format Contao Doppelpunkt Local Config Doppelpunkt und hier dann der entsprechende Wert aus Local Config. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Max File Size auf 8000 konfiguriert und ich habe auch eine andere E-Mail-Adresse für den Admin hinterlegt. Wenn ich das Ganze so mache und dann hochlade, meinen Contao Cache leere, dann siehst du, wenn ich hier jetzt das Backend neu lade, dann werden eben diese Felder hier ausgegraut, die Informationen werden hier eingetragen und der User kann diese auch nicht mehr ändern. So hast du eben die Möglichkeit jetzt im Backend bestimmte Informationen vorzugeben und damit das jetzt auch ganz klar ist, dass diese Einstellungen eben nicht mehr hier über das Backend gelesen werden, wird ab Contao 4.10 hier das Ganze ausgegraut und es wird hier so eine kleine Infobox angezeigt, wo man eben sieht, dass das über die App-Konfiguration kommt und nicht mehr über das Backend. Das ist zwar nur eine kleine Änderung, hilft aber trotzdem ganz klar zu sehen, woher diese Einstellungen kommen. Ab der Contao-Version 4.10 wird eben diese Option hier so ausgegraut und die neue Version steht dann Ende August 2020 zur Verfügung.